Willkommen zu diesem umfassenden A2 Deutschland-Video. In dieser Lektion tauchen wir tief in die deutsche Grammatik ein und behandeln die wichtigsten Themen für das A2-Niveau. Konjunktionen weil und deshalb. In diesem Video lernen wir die Konjunktionen weil und deshalb kennen. Wir werden erfahren, wann man diese Konjunktionen benutzt und wie man die Sätze bilden muss. Die kausale Konjunktionen weil und deshalb beantworten die Fragen warum, wieso, weshalb oder aus welchem Grund. Sie formulieren kausale Nebensätze. Und die kausalen Nebensätze bestehen aus zwei Sätzen. Einer enthält den Grund und der andere die Folge. Weil verbindet den Grund direkt mit der Folge in einem einzigen Satz, wobei das Verb am Ende des Satzes steht. Sie hat Rückenschmerzen. Es ist ein Grund. Und die Folge. Maria geht zum Arzt. Also, wie bilden wir dann einen Satz mit weil? Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Hier steht das Subjekt sie nach der Konjunktion und das Verb steht am Ende des Satzes. Und achtet wieder darauf, dass das Verb im Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Beispiele: Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Weswegen weint das kleine Mädchen? Weswegen weint das kleine Mädchen? Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Wieso freut sie sich so? Wieso freut sie sich so? Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Oh, es geht. Was ist denn los? Ich muss morgen ins Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes. Naja, es ist mein Fuß. Ich kann nicht mehr richtig laufen und habe oft Schmerzen.
Die Operation ist am Donnerstag. Hast du Angst? Ja, schon. Der Arzt sagt, das ist keine große Sache. Ich mache mir Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Weißt du, ich gehe ja wirklich gerne wandern und joggen. Ich glaube, du kannst dem Arzt vertrauen. Bestimmt ist bald alles wieder in Ordnung. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Weil ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Jetzt lernen wir deshalb. Deshalb wird verwendet, um eine Folge in einem separaten Satz auszudrücken, der dem Satz mit dem Grund folgt, wobei das Verb direkt nach deshalb kommt. Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich Zeit. Hier formuliere ich mit deshalb meine Folge, also ich habe Zeit ist die Folge. Ich achte darauf, dass mein Verb auf Position 2 ist und das Subjekt auf Position 3. Ich arbeite heute nicht ist mein Grund. Das gleiche gilt auch bei Modalverben. Ich kann nicht kochen, deshalb müssen wir Pizza bestellen. Hier formuliere ich mit deshalb die Folge. Und auf Position 2 steht mein Modalverb. Dann kommt mein Subjekt. Und am Ende des Satzes steht mein Verb. Beispiele: Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Endlich sind wir mit der Grammatik fertig. Und jetzt machen wir zusammen ein gemeinsames Beispiel. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei.
Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Lasst uns zusammen üben. Was ist der Grund? Bilden Sie die Sätze mit weil. Warum hast du gute Laune? Ich muss heute nicht arbeiten. Ich habe gute Laune, weil ich heute nicht arbeiten muss. Wer sieht was im Fernsehen? Bilden Sie Sätze und verbinden Sie die Sätze mit deshalb. Georg, Krimis, mögen. Er, keine Krimiserie, verpassen. Georg mag Krimis, deshalb verpasst er keine Krimiserie. Laura, alle Fernsehsendungen, mögen. Sie, immer vor den Fernseher sitzen. Laura mag alle Fernsehsendungen, deshalb sitzt sie immer vor dem Fernseher. Konjunktion, das. Jetzt hören wir dieses Gespräch zwischen den Gästen und dem Kellner. Bemerken Sie die Konjunktion das. Gut, dass du reserviert hast. Es ist ziemlich voll hier. Ja, ja. Was nimmst du? Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hasse Fisch. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben. Ich nehme auch Kartoffelsalat. Der Salat schmeckt hier sehr gut. Jetzt lernen wir die Konjunktion, das. Hier sind ein paar Beispiele. Gut, dass du reserviert hast. Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben. Das bildet Nebensätze. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb immer am Ende. In der deutschen Sprache wird die Konjunktion das verwendet, um Nebensätze einzuleiten. Der Nebensatz gibt zusätzliche Informationen über den Hauptsatz. Das Verb im Nebensatz steht am Ende. Mit das äußert man zum Beispiel seine Meinung. Kon Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich hoffe, dass ich den Test bestehe.
Ich hoffe, dass ich den Test bestehe. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Mit das Sätzen berichtet man über etwas. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Er sagt, dass er heute krank ist. Er sagt, dass er heute krank ist. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Wenn wir das Sätze als Nominativergänzung verwenden, beginnen wir den Hauptsatz mit dem Wort es, wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz kommt. In diesem Kontext steht es an der ersten Position im Hauptsatz. Beispiele. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast. Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast.
Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Bist du dir sicher, dass er kommt? Bist du dir sicher, dass er kommt? Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ich finde, dass die Musik super ist. Ich finde, dass die Musik super ist. Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Lasst uns zusammen üben. Sarah und Alexander gehen in den Urlaub. Sie bereiten sich für die Reise vor. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. Bist du sicher, dass du den Pass eingesteckt hast? Ich glaube, dass das Licht im Keller noch an ist. Hast du den Nachbarn gesagt, dass wir eine Woche weg sind? Bist du sicher, dass alle Fenster zu sind?
Ich habe doch gesagt, dass ich alle Fenster zugemacht habe. Hallo Leute! Unser Thema für dieses Video heute ist die Konjunktion, wenn. Eine Konjunktion verbindet zwei Sätze, einen Hauptsatz und einen Nebensatz. In diesem Fall steht wenn im Nebensatz. 1. Verwendung von wenn für die Zeit, wann. Wenn wird verwendet, um über Ereignisse zu sprechen, die sich wiederholen oder zu einer bestimmten Zeit stattfinden. 2. Verwendung von wenn für Konditionalsätze, falls. Wenn wird auch verwendet, um Bedingungen auszudrücken, es bedeutet if auf Englisch. 1. Konditionalsätze geben eine Bedingung an. 2. Die entsprechenden Fragewörter lauten wann und unter welcher Bedingung. 3. Ein Bedingungssatz gleich Konditionalsatz ist ein Nebensatz. 4. Es gibt im Nebensatz eine Bedingung und im Hauptsatz eine Folge. Sätze mit wenn geben eine Bedingung an. Sie antworten auf die Frage, wann oder unter welcher Bedingung. Satzstruktur. Komme und wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb. Oder wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb und Komme und Verb. Sie können vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Hier sind ein paar Beispiele. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Vor dem Hauptsatz. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Nach dem Hauptsatz. Sätze mit wenn sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wann ärgern Sie sich?
Wann ärgern Sie sich? Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Wann bleibst du im Bett? Wann bleibst du im Bett? Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Wann hilft Tom Laura? Wann hilft Tom Laura? Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wir gehen an den Strand. Die Sonne scheint. Ich möchte das jetzt mit wenn verbinden. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Ich kann dir helfen. Du sagst mir, was das Problem ist. Ich kann dir helfen, wenn du mir sagst, was das Problem ist. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Heute lernen wir indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind eine Art, eine Frage zu stellen, ohne sie direkt zu formulieren.
Stattdessen werden sie in Form einer Aussage oder Bitte formuliert. Hier sind einige Regeln und Beispiele für indirekte Fragen. Wie spät ist es? Direkte Frage. Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Indirekte Frage. Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass bei indirekten Fragen die Satzstellung anders ist und oft das Verb am Ende steht. Indirekte Fragen werden häufig in höflichen Gesprächen verwendet, um den Ton zu mildern und respektvoller zu wirken. Wir kennen schon W-Fragen und Ja- oder Nein-Fragen. W-Fragen beginnen oft mit einem W-Wort wie zum Beispiel wie, woher, was, wann und so weiter. Ja- oder Nein-Fragen beginnen immer mit einem Verb und die Antwort ist meist Ja oder Nein. Heißt du? Kommst du aus? Ist das? Fängt der Kurs am Donnerstag an? Verb. Indirekte Fragen sind Fragen, die nicht direkt gestellt werden. 1. Verwendung von ob. Wenn du Fragen stellst, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, verwendest du ob. Beispiel: Direkte Frage. Kommst du heute? Indirekte Frage. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. 2. Verwendung von Fragewörtern. Wenn du Fragewörter wie wer, was, wo, wann und wie verwendest, bildest du indirekte Fragen. Beispiel: Direkte Frage. Wo ist der Bahnhof? Indirekte Frage. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. 3. Satzstellung. In indirekten Fragen steht das Verb am Ende der Frage. Beispiel: Ich frage mich, wie er heißt. Ich frage mich, wie er heißt. 4. Kein Fragezeichen. Am Ende einer indirekten Frage steht kein Fragezeichen. Beispiel: Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. 5. Höflichkeit. Indirekte Fragen werden oft in formellen oder höflichen Kontexten verwendet. Beispiel: Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Wie lerne ich schnell Deutsch? Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Indirekte Fragen sind Nebensätze, das konjugierte Verb steht am Satzende. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte?
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Wann beginnt der Deutschkurs? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Kannst du gut malen? Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Wohnst du gern in der Stadt? Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Lasst uns zusammen üben. Lasst uns dieses Gespräch hören und die indirekten Fragen bemerken. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Für mich allein. Für mich allein. Wissen Sie, Ich würde gern wissen. ich habe vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee? Können Sie mir sagen? Kannst du mich darüber informieren? In diesem Video möchte ich die Temporalsätze mit wenn und als vorstellen. Temporalsätze bedeuten, dass man Sätze bildet, die über die Zeit berichten, und wenn und als werden uns dabei helfen. Viel Spaß!
Im Deutschen sind wenn und als Konnektoren, die verwendet werden, um Nebensätze einzuleiten. Aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen erklären. 1. Wenn. Wenn wird in 2 Hauptfällen verwendet. Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Für Ereignisse, die in der Gegenwart oder Zukunft stattfinden. Beispiel für die Gegenwart oder Zukunft: Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Beispiel für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit: Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. 2. Als wird nur für Ereignisse verwendet, die einmal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispiel für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit: Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Wir benutzen wenn und als, wenn wir Nebensätze einleiten wollen. Das heißt, es sind dann temporale Sätze für uns. Als benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit berichten wollen. Etwas ist in der Vergangenheit passiert. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Wenn benutzen wir, wenn wir über die Gegenwart oder Zukunft berichten wollen. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Also eigentlich beantworten wir beiden Situationen die Frage wann passiert etwas? Was ist meine Bedingung und was ist meine Folge? Das möchten wir jetzt näher kennenlernen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Als ich ein Kind war,
habe ich gern Sandburgen gebaut. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Lasst uns zusammen üben. Wir wollen alle Deutsch lernen, aber wie kann man eine Fremdsprache lernen? Lasst uns diese Geschichte hören. Bemerken Sie die Wenn- und Als-Sätze. Es war einmal ein Junge namens Tom. Als er ein Kind war, wollte er Deutsch lernen. Wenn er abends nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete sein Lehrbuch. Als er die ersten Wörter las, fand er es schwierig, sie auszusprechen. Er übte jeden Abend und mit der Zeit verbesserte sich sein Akzent. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Hallo Leute, heute lernt ihr Fragewörter für Verben mit Präpositionen kennen. Also W-Fragen mit Präpositionen. Los geht's. Ein Beispiel für Verben mit Präpositionen, das Verb träumen plus von Dativ. Ein Beispielsatz. Peter hat von seiner Ex-Freundin geträumt. Und die Frage für diesen Satz ist: Von wem hat Peter geträumt? Ein anderes Beispiel. Peter hat von einer Weltreise geträumt.
Peter hat von einer Weltreise geträumt. Wovon hat Peter geträumt? Wovon hat Peter geträumt? Wovon bedeutet eigentlich von was? Wovon hat Peter geträumt? Von einer Weltreise. Ein anderes Verb ist warten plus auf. Akkusativ. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf meinen Freund. Und die Frage für diesen Satz lautet: Auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Und die Frage lautet: Worauf wartest du? Worauf wartest du? 1. Für Fragen nach Personen kommt zuerst die Präposition und dann das Fragewort. Wen für Akkusativ, Beispiel, auf wen. Oder wem für Dativ, Beispiel, von wem. 2. Für Fragen nach Sachen oder Dingen bildet man das Fragewort. Wo plus Präposition, zum Beispiel wovon, oder wo plus er plus Präposition, zum Beispiel worauf. Wann braucht man dieses extra er? Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, braucht man ein er, zum Beispiel worauf, woran, worüber. Beispiele: Für wen interessiert sich Thomas? Für wen interessiert sich Thomas? Er interessiert sich für Heike. Er interessiert sich für Heike. Wofür interessiert sich Thomas? Wofür interessiert sich Thomas? Er interessiert sich für schnelle Autos. Er interessiert sich für schnelle Autos. An wen denkst du oft? An wen denkst du oft? Ich denke oft an meine Schulfreunde. Ich denke oft an meine Schulfreunde. Woran denkst du oft? Woran denkst du oft? Ich denke oft an meine Schulzeit. Ich denke oft an meine Schulzeit. Um wen kümmert sich Klaus? Um wen kümmert sich Klaus? Klaus kümmert sich um seine kranke Mutter. Klaus kümmert sich um seine kranke Mutter. Worum musst du dich heute noch kümmern? Worum musst du dich heute noch kümmern? Ich muss mich noch um meine Wäsche kümmern. Ich muss mich noch um meine Wäsche kümmern. Über wen habt ihr euch unterhalten? Über wen habt ihr euch unterhalten? Wir haben uns über unseren Chef unterhalten. Wir haben uns über unseren Chef unterhalten. Worüber habt ihr euch unterhalten?
Worüber habt ihr euch unterhalten? Wir haben uns über die Corona-Situation unterhalten. Wir haben uns über die Corona-Situation unterhalten. Mit wem hast du dich gestern getroffen? Mit wem hast du dich gestern getroffen? Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Wobei kann ich dir helfen? Wobei kann ich dir helfen? Du kannst mir beim Abwaschen helfen. Du kannst mir beim Abwaschen helfen. Mit wem hast du gestern gesprochen? Mit wem hast du gestern gesprochen? Ich habe den ganzen Abend mit Frank gesprochen. Ich habe den ganzen Abend mit Frank gesprochen. Worüber spricht der Lehrer? Worüber spricht der Lehrer? Er spricht über den Dativ. Er spricht über den Dativ. Womit machst du die Tür auf? Womit machst du die Tür auf? Natürlich mit dem Schlüssel. Natürlich mit dem Schlüssel. Und hier kommt eine Liste von Fragewörtern mit Präpositionen. Auf wen? An wen? Über wen? Für wen? Von wem? Mit wem? Bei wem? Zu wem? Worauf? Woran? Worüber? Wofür? Wovon? Womit? Wobei? Wozu? Was sind Pronominaladverbien? Pronominaladverbien sind sprachliche Konstruktionen, die aus zwei Teilen bestehen. Da oder wo. Einer Präposition, zum Beispiel auf, über, mit, an, von. Sie ersetzen Sachen, Dinge oder Ideen in einem Satz und vereinfachen die Sprache. Pronominaladverbien werden oft verwendet, um Wiederholungen zu vermeiden. Was bedeutet da und wo? 1. Da wird verwendet, um auf etwas, eine Sache oder Idee zu verweisen, das bereits erwähnt wurde. Beispiel: Denkst du an den Urlaub? Ja, ich denke daran. Denkst du an den Urlaub? Ja, ich denke daran. 2. Wo wird verwendet,
um Fragen über Sachen oder Ideen zu stellen. Beispiel: Woran denkst du? Ich denke an meinen Urlaub. Woran denkst du? Ich denke an meinen Urlaub. Wie werden Pronominaladverbien gebildet? 1. Der Pluspräposition für Aussagen. Verwende da, wenn du eine Sache oder Idee mit einer Präposition beschreiben möchtest. Der wird mit der Präposition kombiniert. Beispiel: Ich warte auf den Zug. Ich warte darauf. Ich warte auf den Zug. Ich warte darauf. Regel bei Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen: a, i, o, u. Füge ein er hinzu, um die Aussprache zu erleichtern. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. 2. Wo plus Präposition für Fragen. Verwende wo, um nach einer Sache oder Idee zu fragen. Wo wird mit der Präposition kombiniert. Beispiel: Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Regel bei Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen: a, i, o, u. Füge ein er hinzu, um die Aussprache zu erleichtern. Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Wofür werden Pronominaladverbien verwendet? Eins für Sachen oder Ideen, nicht Personen. Pronominaladverbien ersetzen Sachen oder Ideen, niemals Personen. Beispiel: Sachen, Ideen. Interessierst du dich für Musik? Ja, ich interessiere mich dafür. Interessierst du dich für Musik? Ja, ich interessiere mich dafür. Beispiel: Personen. Denkst du an Maria? Ja, ich denke an sie. Denkst du an Maria? Ja, ich denke an sie. Zwei, um Wiederholungen zu vermeiden.
Hast du über das Problem nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Hast du über das Problem nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Beispiele für häufige Präpositionen und ihre Pronominaladverbien. 1. Auf. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. 2. Über. Worüber sprichst du? Worüber sprichst du? Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. 3. Mit. Womit schreibst du? Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Ich schreibe damit. Ich schreibe mit einem Stift. Ich schreibe damit. 4. Von. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Ich träume von einem schönen Haus. Ich träume davon. Ich träume von einem schönen Haus. Ich träume davon. 5. Vor. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Tod? Ja, ich habe Angst davor. Ja, ich habe Angst davor. Hast du Angst vor Hunden? Hast du Angst vor Hunden? Ja, ich habe Angst vor ihnen. Ja, ich habe Angst vor ihnen. Ich spiele mit dem Ball. Ich spiele damit. Ich spiele mit dem Ball. Ich spiele damit. Ich spiele mit meiner Schwester. Ich spiele mit ihr. Ich spiele mit meiner Schwester. Ich spiele mit ihr. Liebe ist ein schönes Thema. Wir sprechen oft über Liebe. Wir sprechen oft darüber.
Liebe ist ein schönes Thema. Wir sprechen oft über Liebe. Wir sprechen oft darüber. Er träumt davon, dass er ein eigenes Haus hat. Er träumt davon, dass er ein eigenes Haus hat. Zusammenfassung 1. Da Gleichreferenz auf Dinge, Ideen, Sachen. 2. Wo Gleichfrage nach Dingen, Ideen. 3. Nie für Personen. Verwende stattdessen Pronomen wie ihn oder sie. In diesem Video lernen wir die reflexiven Verben kennen. Wir werden die Fragen beantworten. Was sind reflexive Verben? Welche reflexiven Verben müssen wir kennen? Und wie bildet man Sätze und Fragen mit reflexiven Verben? Also was sind reflexive Verben? Das möchte ich mit einem Beispiel erklären. Wir sagen zum Beispiel, Tina fühlt sich nicht so gut. Das Verb im Infinitiv ist hier nicht fühlen, sondern sich fühlen. Sich ist Reflexivpronomen. Und was ist ein Reflexivpronomen? Wir kennen die Pronomen eigentlich zum Beispiel Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr, sie, sie. Das sind unsere Personalpronomen. Und mit denen bilden wir dann unsere Sätze. Wir korrigieren unsere Verben. Wir sagen, Ich fühle. Du fühlst. Er, sie, es fühlt. Wir fühlen. Ihr fühlt. Sie fühlen. und jetzt kommt noch ein Reflexivpronomen dazu. Wir sagen, Ich fühle mich. Du fühlst dich. Er, sie, es fühlt sich. Wir fühlen uns. Ihr fühlt euch. Sie fühlen sich. diese Formen, die wie Akkusativ-Personalpronomen aussehen, sind hier in diesem Satz unsere Reflexivpronomen. Sie haben keine eigene Bedeutung, aber wir benutzen diese Verben mit Reflexivpronomen. Reflexive Verben in der deutschen Sprache sind Verben, die ein Reflexivpronomen erfordern, weil sie sich auf das Subjekt selbst beziehen. Diese Verben werden verwendet, wenn das Subjekt und das Objekt dieselbe Person sind. Die Regel: Bei reflexiven Verben kommt das Reflexivpronomen nach dem Verb. Das Pronomen ändert sich je nach Subjekt. Reflexive Verben mit Akkusativ. 1. Sich interessieren für. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Interessieren Sie sich für Politik, Frau Fischer? Interessieren Sie sich für Politik, Frau Fischer? Interessierst du dich für deutsche Filme? Interessierst du dich für deutsche Filme? Wir interessieren uns für Wissenschaft. Wir interessieren uns für Wissenschaft. Er interessiert sich für Geschichte. Er interessiert sich für Geschichte. 2. Sich beschweren über. Ich beschwere mich über den Lärm.
Ich beschwere mich über den Lärm. Du beschwerst dich über das Essen. Du beschwerst dich über das Essen. Er beschwert sich über die langen Arbeitszeiten. Er beschwert sich über die langen Arbeitszeiten. Wir beschweren uns über den schlechten Service. Wir beschweren uns über den schlechten Service. Sie beschweren sich über das Wetter. Sie beschweren sich über das Wetter. 3. Sich freuen auf oder über. Ich freue mich auf deinen Besuch. Ich freue mich auf deinen Besuch. Ich habe mich über deinen Besuch gefreut. Ich habe mich über deinen Besuch gefreut. Ich freue mich auf die Ferien. Ich freue mich auf die Ferien. Er freut sich über die Sommerferien. Er freut sich über die Sommerferien. Wir freuen uns auf das Konzert. Wir freuen uns auf das Konzert. Sie freuen sich über die guten Nachrichten. Sie freuen sich über die guten Nachrichten. Du freust dich auf das Wochenende. Du freust dich auf das Wochenende. Er freut sich über das Geschenk. Er freut sich über das Geschenk. 4. Sich beeilen. Er beeilt sich, weil er spät ist. Er beeilt sich, weil er spät ist. Beeilt euch. Wir müssen zur Schule gehen. Beeilt euch. Wir müssen zur Schule gehen. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Gib mir bitte noch 5 Minuten. Ich beeile mich. Gib mir bitte noch 5 Minuten. Ich beeile mich. 5. Sich kümmern um. Ich kümmere mich um die Kinder. Ich kümmere mich um die Kinder. Hi Julia, ich bin für 3 Wochen weg. Kümmerst du dich bitte um meine Katze und die Pflanzen? Hi Julia, ich bin für 3 Wochen weg. Kümmerst du dich bitte um meine Katze und die Pflanzen? Bitte kümmern Sie sich um Ihre Wertsachen selbst. Bitte kümmern Sie sich um Ihre Wertsachen selbst. Du kümmerst dich um den Garten. Du kümmerst dich um den Garten. Sie kümmern sich um die Organisation der Party. Sie kümmern sich um die Organisation der Party. 6. Sich ärgern über.
Ich ärgere mich über den Verkehr. Ich ärgere mich über den Verkehr. Wir ärgern uns sehr über unsere lauten Nachbarn. Wir ärgern uns sehr über unsere lauten Nachbarn. Ärgert ihr euch auch über euren Nachbarn? Ärgert ihr euch auch über euren Nachbarn? Ich ärgere mich oft über den Lärm in der Stadt. Ich ärgere mich oft über den Lärm in der Stadt. Du ärgerst dich über die Verspätung des Busses. Du ärgerst dich über die Verspätung des Busses. Sie ärgern sich über den Fehler im Bericht. Sie ärgern sich über den Fehler im Bericht. 7. Sich erinnern an. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Er erinnert sich an den Urlaub letzten Sommer. Er erinnert sich an den Urlaub letzten Sommer. Wir erinnern uns an den Geburtstag unserer Freundin. Wir erinnern uns an den Geburtstag unserer Freundin. Sie erinnert sich an den Ort, wo sie das Buch gefunden hat. Sie erinnert sich an den Ort, wo sie das Buch gefunden hat. Ich erinnere mich an das Lied, das du gestern gesungen hast. Ich erinnere mich an das Lied, das du gestern gesungen hast. In diesem Video behandeln wir die reflexiven Verben und Pronomen. Außerdem erkläre ich euch, wann ein reflexives Pronomen im Akkusativ oder Dativ steht. Und jetzt geht's los. Die Regel: Ein reflexives Verb drückt eine Tätigkeit eines Subjekts aus, die sich auf das Subjekt selbst bezieht. Das grammatische Subjekt und das grammatische Objekt sind identisch. Ich gebe euch Beispiele, um diese beiden Regeln zu verstehen. Sich waschen und sich etwas waschen. Ich wasche mich täglich. Ich wasche mich täglich. Ich ist das Subjekt und mich ist das Objekt, und beide sind dieselbe Person. Ich bin die Person, und ich wasche mich. Also sind das Subjekt und das Objekt identisch. Du wäschst dir die Hände. Du wäschst dir die Hände. Du bist das Subjekt, und dir ist das erste Objekt, während die Hände das zweite Objekt sind. In diesem Beispiel sind du und dir dieselbe Person. Also sind das Subjekt und das erste Objekt, dir, das reflexive Pronomen im Dativ, identisch. Wie wir bereits aus den letzten Beispielen bemerkt haben, benötigt ein reflexives Verb ein reflexives Pronomen. Und die gute Nachricht ist, dass sie sich nur in der ersten und zweiten Person Singular unterscheiden. Die Herausforderung liegt also bei den ersten beiden reflexiven Pronomen, mich und mir sowie dich und dir. Sich rasieren und sich etwas rasieren. Ich rasiere mich jeden Morgen. Ich rasiere mich jeden Morgen.
Sich rasieren wird verwendet, wenn der Fokus auf dem allgemeinen Akt des Rasierens liegt, ohne auf einen spezifischen Teil des Körpers einzugehen. Ich rasiere mir den Bart. Ich rasiere mir den Bart. Sich etwas rasieren wird verwendet, wenn man präzise angibt, welchen Teil des Körpers man rasiert. Sich kämmen und sich etwas kämmen. Sie kämmt sich. Sie kämmt sich. Sie kämmt sich die Haare. Sie kämmt sich die Haare. Sich anziehen und sich etwas anziehen. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir einen Mantel an. Ich ziehe mir einen Mantel an. Hören Sie Jakobs Tagesablauf und bemerken Sie die Verben. Um 9 Uhr ist Jakob aufgestanden. Danach hat er sich geduscht. Um 9 Uhr und 30 Minuten hat er gefrühstückt. Um 9 Uhr und 45 Minuten ist er mit dem Auto zur Uni gefahren. Dort hat Jakob 2 Vorlesungen besucht. In der Pause hat er sich mit einem Freund unterhalten. Nach dem Mittagessen hat er sich auf eine Präsentation zum Thema Literatur in der Schweiz vorbereitet. Jakob hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es ist sein Lieblingsthema. Danach hat Jakob eine Bewerbung geschrieben. Er hat sich um einen Praktikumsplatz bei einer Zeitung beworben. Abends ist er ausgegangen und hat sich unsterblich in Anna verliebt. Um 9 Uhr ist Jakob aufgestanden. Danach hat er sich geduscht. Um 9 Uhr und 30 Minuten hat er gefrühstückt. Um 9 Uhr und 45 Minuten ist er mit dem Auto zur Uni gefahren. Dort hat Jakob 2 Vorlesungen besucht. In der Pause hat er sich mit einem Freund unterhalten. Nach dem Mittagessen hat er sich auf eine Präsentation zum Thema Literatur in der Schweiz vorbereitet. Jakob hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es ist sein Lieblingsthema. Danach hat Jakob eine Bewerbung geschrieben. Er hat sich um einen Praktikumsplatz bei einer Zeitung beworben. Abends ist er ausgegangen und hat sich unsterblich in Anna verliebt. Lasst uns zusammen üben. Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die Reflexivpronomen. Emils Tag beginnt um 7 Uhr. Er steht auf. Danach duscht er. Und frühstückt gegen 7:30 Uhr. Nach dem Frühstück zieht er an und fährt zur Arbeit. Um 10 Uhr und 30 Minuten hat er seine erste Pause. In der Pause unterhält er gerne mit Julia. Emil und Julia ärgern. Manchmal über die vielen Besprechungen und den Chef. Julia bewirbt gerade bei einer anderen Firma. Sie interessiert für die Arbeit mit anderen Menschen und möchte nicht immer nur im Büro sitzen. Abends treffen Julia und Emil oft in einem kleinen Restaurant. Dort reden sie viel über das Leben und die Zukunft.
Emils Tag beginnt um 7 Uhr. Er steht auf. Danach duscht er sich und frühstückt gegen 7:30 Uhr. Nach dem Frühstück zieht er sich an und fährt zur Arbeit. Um 10:30 Uhr hat er seine erste Pause. In der Pause unterhält er sich gerne mit Julia. Emil und Julia ärgern sich manchmal über die vielen Besprechungen und den Chef. Julia bewirbt sich gerade bei einer anderen Firma. Sie interessiert sich für die Arbeit mit anderen Menschen und möchte nicht immer nur im Büro sitzen. Abends treffen sich Julia und Emil oft in einem kleinen Restaurant. Dort reden sie viel über das Leben und die Zukunft. Übung 2. Ergänze das richtige Reflexivpronomen. Meine Frau und ich interessieren. Für Filme. Wir gehen oft ins Kino. Schön, dass du mich am Wochenende besuchst. Ich freue schon darauf, dich zu sehen. Hey, ihr müsst beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Fühlst du gut? Du siehst sehr müde aus. Herr und Frau Koch kümmern gemeinsam um den Haushalt. Herr Bauer, ärgern Sie auch über das Essen in der Kantine? Meine Frau und ich interessieren uns für Filme. Wir gehen oft ins Kino. Schön, dass du mich am Wochenende besuchst. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Hey, ihr müsst euch beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Fühlst du dich gut? Du siehst sehr müde aus. Herr und Frau Koch kümmern sich gemeinsam um den Haushalt. Herr Bauer, ärgern Sie sich auch über das Essen in der Kantine? In der deutschen Grammatik gibt es 6 Modalverben: dürfen, können, sollen, mögen, wollen, müssen. Wie bildet man Sätze mit Modalverben? Um einen Satz mit einem Modalverb zu bilden, brauchst du noch ein weiteres Verb, Vollverb, zum Beispiel arbeiten, gehen, sehen, etc. Das konjugierte Modalverb steht an zweiter Stelle im Satz und das Vollverb im Infinitiv steht am Satzende, zum Beispiel: Sie will nach Hause gehen. 1. Sollten. Verwendung: Sollten ist die Konjunktiv-II-Form von sollen. Es wird verwendet, um Ratschläge oder Empfehlungen zu geben. Wie konjugieren wir sollen im Konjunktiv 2? Ich sollte. Du solltest. Er, sie, es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie sollten. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Du solltest mehr Wasser trinken. Du solltest mehr Wasser trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Du solltest für den Test gut lernen.
Du solltest für den Test gut lernen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Frau Müller sollte weniger arbeiten. Frau Müller sollte weniger arbeiten. 2. Könnten. Verwendung könnten ist die Konjunktiv-II-Form von können. Es wird verwendet, um höfliche Vorschläge, Möglichkeiten oder hypothetische Situationen auszudrücken. Ich könnte. Du könntest. Er, sie, es könnte. Wir könnten. Ihr könntet. Sie könnten. Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest morgen ins Kino gehen. Du könntest morgen ins Kino gehen. Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Wir könnten zusammen lernen. Wir könnten zusammen lernen. Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Habt ihr einen Tipp für mich? Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung.
Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Lasst uns zusammen üben. Das nervt die Deutschen, die längsten Bürostunden. Formulieren Sie Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre im Büro. Ab und zu Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Besonders Telefon nicht zu laut sprechen. Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. In diesem Video lernen wir, wie man die Modalverben können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen in den Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum korrekt verwendet. Mit vielen klaren Beispielen. Warum sind Modalverben wichtig? Präsens. Modalverben werden verwendet, um Notwendigkeit, Möglichkeit oder Wunsch in der Gegenwart auszudrücken. Beispiel: Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Perfekt. Modalverben werden benutzt, um dieselben Bedeutungen in der nahen Vergangenheit auszudrücken. Beispiel: Ich habe Deutsch sprechen können. Ich habe Deutsch sprechen können. Präteritum. Modalverben werden oft in schriftlichen Texten und Erzählungen verwendet. Beispiel: Ich konnte Deutsch sprechen. Ich konnte Deutsch sprechen. 2 Modalverben im Detail erklärt. 1. Das Modalverb können. Präsens, Gegenwart. Das Modalverb können drückt die Fähigkeit oder Möglichkeit aus, etwas zu tun. Konjugation im Präsens. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Beispiel: Ich kann singen. Ich kann singen. Perfekt Vergangenheit. Im Perfekt wird können verwendet, um über eine Fähigkeit in der Vergangenheit zu sprechen. Regel: haben plus Infinitiv des Hauptverbs plus können. Beispiel: Ich habe ein Lied singen können. Ich habe ein Lied singen können. Präteritum, Vergangenheit.
Das Präteritum von können beschreibt ebenfalls eine Fähigkeit in der Vergangenheit, wird aber häufiger in der Schriftsprache verwendet. Konjugation im Präteritum. Ich konnte. Du konntest. Er, sie, es konnte. Wir konnten. Ihr konntet. Sie konnten. Beispiel: Ich konnte ein Lied singen. Ich konnte ein Lied singen. Konjugation im Präsens. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Perfekt Vergangenheit. Regel: haben plus Infinitiv des Hauptverbs plus können. Konjugation im Präteritum. Ich konnte. Du konntest. Er, sie, es konnte. Wir konnten. Ihr konntet. Sie konnten. Vergleich zwischen den Zeitformen. Beispiel mit einer einzigen Satz. Ich kann singen. Ich kann singen. Ich habe ein Lied singen können. Ich habe ein Lied singen können. Ich konnte ein Lied singen. Ich konnte ein Lied singen. Konjugation im Präsens. Ich muss. Du musst. Er, sie, es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Regel: haben und Infinitiv des Hauptverbs und müssen. Konjugation im Präteritum. Ich musste. Du musstest. Er, sie, es musste. Wir mussten. Ihr musstet. Sie mussten. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Ich habe arbeiten müssen. Ich habe arbeiten müssen. Ich musste arbeiten. Ich musste arbeiten. Konjugation im Präsens. Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen. Regel: haben und Infinitiv des Hauptverbs und dürfen. Konjugation im Präteritum. Ich dürfte. Du dürftest. Er, sie, es dürfte. Wir dürften. Ihr dürftet. Sie dürften. Ich darf hier rauchen. Ich darf hier rauchen. Ich habe hier rauchen dürfen. Ich habe hier rauchen dürfen. Ich dürfte hier rauchen. Ich dürfte hier rauchen. Konjugation im Präsens. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. Regel: haben und Infinitiv des Hauptverbs und wollen. Konjugation im Präteritum. Ich wollte. Du wolltest.
Er, sie, es wollte. Wir wollten. Ihr wolltet. Sie wollten. Ich will ins Kino gehen. Ich will ins Kino gehen. Ich habe ins Kino gehen wollen. Ich habe ins Kino gehen wollen. Ich wollte ins Kino gehen. Ich wollte ins Kino gehen. Konjugation im Präsens. Ich soll. Du sollst. Er, sie, es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie sollen. Regel, haben und Infinitiv des Hauptverbs und sollen. Konjugation im Präteritum. Ich sollte. Du solltest. Er, sie, es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie sollten. Ich soll mehr Wasser trinken. Ich soll mehr Wasser trinken. Ich habe mehr Wasser trinken sollen. Ich habe mehr Wasser trinken sollen. Ich sollte mehr Wasser trinken. Ich sollte mehr Wasser trinken. Konjugation im Präsens. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie mögen. Regel, haben und Partizip 2 von mögen, gemocht. Konjugation im Präteritum. Ich mochte. Du mochtest. Er, sie, es mochte. Wir mochten. Ihr mochtet. Sie mochten. Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. Ich habe Schokolade gemocht. Ich habe Schokolade gemocht. Ich mochte Schokolade als Kind. Ich mochte Schokolade als Kind. Zusammenfassung. Die Modalverben im Perfekt folgen normalerweise der Regel, haben und Infinitiv. Mögen ist eine Ausnahme und wird im Perfekt wie ein normales Verb mit Partizip 2, gemocht, gebildet. Beispiele. 1. Ich habe arbeiten müssen. Modalverb, müssen. 2. Ich habe ins Kino gehen wollen. Modalverb, wollen. 3. Ich habe Schokolade gemocht. Ausnahme, mögen. Vergleich der Zeiten der Modalverben. Zusammenfassung. Die Modalverben können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen werden hauptsächlich verwendet, um Wünsche, Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Erlaubnisse in verschiedenen Zeiten auszudrücken. Das Präsens wird verwendet, um Handlungen in der Gegenwart auszudrücken, das Perfekt für die nahe Vergangenheit und das Präteritum hauptsächlich in der schriftlichen Sprache oder Erzählungen.